Stell dir das vor. Du wachst morgen früh auf. Kein Wecker, kein Kalender, keine angesammelten Nachrichten vom Abend zuvor. Kein Chef, kein Büro, keine nie enden wollende To-Do-Liste. Nichts, wirklich gar nichts. Du öffnest deine Augen. Die Sonne geht gerade auf. Es riecht nach Erde und Rauch in der Luft. Von weitem ist ein Vogelruf zu hören. Und der einzige Gedanke, der dir durch den Kopf geht, ist: Was mache ich jetzt? Klingt wie Urlaub, oder? Wie ein perfekter Morgen. Jetzt stell dir das vor. Das ist nicht dein Urlaub. Das ist dein Leben. Jeden Tag. Seit du geboren wurdest. Seit deine Eltern geboren wurden. Seit jedem Moment, an den sich die Menschheit erinnern kann. Keine Arbeit, kein Beruf, keine Karriere. Keine 40 Stunden pro Woche, keine Überstunden, kein Vorgesetzter, der dir sagt: Du hast noch Entwicklungspotenzial. Für den größten Teil der Menschheitsgeschichte war das die Realität. Und jetzt kommt diese Frage. Die Frage, die kaum jemand stellt, die uns aber eigentlich als erstes einfallen sollte. Was haben diese Menschen den ganzen Tag gemacht? Ich frage nicht, wie sie überlebt haben. Das wissen wir so ungefähr. Sie jagten, sie sammelten, sie machten Feuer. Dieses Bild haben wir alle im Kopf. Männer mit Speeren, Frauen mit Körben, alle irgendwie beschäftigt, alle irgendwie erschöpft. Aber dieses Bild hat ein Problem. Es stimmt nicht. Oder zumindest nicht ganz. Anthropologen, die in den letzten Jahrzehnten noch lebende Jäger- und Sammlergemeinschaften untersuchten, kamen zu einem völlig unerwarteten Ergebnis. Diese Menschen arbeiteten durchschnittlich 3 bis 4 Stunden am Tag. 3 bis 4 Stunden. Was haben sie mit dem Rest gemacht? Warte mal kurz. Denn diese Zahl setzt sich beim ersten Hören nicht sofort im Kopf fest. 3 bis 4 Stunden am Tag. Wenn diese Information den Geist eines modernen Menschen erreicht, ist die erste Reaktion meistens Zweifel. Das kann nicht sein. Überleben ist schwer. Man muss ständig irgendetwas tun. Essen suchen, Wasser tragen, Unterkunft bauen, sich vor Feinden schützen. Du hast recht, das alles stimmt. Aber genau hier begegnen wir dem größten Irrtum über das Leben der Jäger und Sammler. Wir modernen Menschen definieren den Begriff Arbeit anhand der letzten paar tausend Jahre unserer Geschichte. Landwirtschaft, Fabrik, Büro. 8 Stunden am Schreibtisch, dann 1 Stunde im Stau, dann nach Hause kommen und erschöpft aufs Sofa fallen. Das ist unser Referenzpunkt. Und wenn wir mit diesem Referenzpunkt in die Vergangenheit blicken, versuchen wir das Leben der Jäger und Sammler mit denselben Augen zu sehen. Dabei war die Logik der Arbeit in jener Welt völlig anders. Essen zu finden war kein Büroprojekt. Es gab keine Planungssitzung. Es gab kein Wochenziel. Wenn die Gruppe hungrig war, wurde gejagt. Wenn genug Essen gefunden war, hörte man auf. Es hatte keinen Sinn, mehr anzuhäufen, denn morgen konnte man sowieso irgendwo anders hinziehen. Sie hatten keinen Kühlschrank, kein Lager, kein Bankkonto. Das war kein fauler Lebensstil. Das war eine andere Logik. Und als der Anthropologe Marshall Sahlins 1966 auf einer Konferenz genau das sagte, lachten die Zuhörer zuerst. Dann schwiegen sie, denn Sahlins These lautete: Die Jäger und Sammler waren die ersten wohlhabenden Gesellschaften der Welt. Reich, aber ein Reichtum ohne Geld. Menschen, die fast alle ihre Bedürfnisse erfüllten und dafür nur wenige Stunden am Tag brauchten. Der Rest der Zeit gehörte ganz ihnen. Sahlins nannte das die ursprüngliche Wohlstandsgesellschaft, die Original Affluent Society. Diese Idee erschütterte damals die akademische Welt. Denn bis dahin war die Geschichte so geschrieben worden. Menschen lebten in Höhlen ein hartes, kurzes und schmerzhaftes Leben. Sie entdeckten die Landwirtschaft. Die Zivilisation wurde gegründet. Und schließlich wurden wir, also Fortschritt. Aber Sahlins sagte etwas anderes. Vielleicht war die Landwirtschaft kein Fortschritt. Vielleicht war die Landwirtschaft die größte Falle, in die die Menschheit je getappt ist. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber zuerst muss diese Frage gestellt werden. Gut, nehmen wir an, Sie arbeiteten 3 bis 4 Stunden am Tag. Was haben Sie dann mit den verbleibenden 10 bis 11 Stunden gemacht? Haben Sie geschlafen? Haben Sie nur gesessen? Haben Sie an die Decke gestarrt? Genau hier beginnt der interessante Teil. Um herauszufinden, was Sie mit Ihrer restlichen Zeit gemacht haben, muss man nicht weit reisen. Denn einige Gemeinschaften existieren noch. Das Volk der Kungsan, das mitten in der Kalahari-Wüste in Namibia lebt, führte bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts fast ausschließlich ein Leben als Jäger und Sammler. Anthropologen lebten mit ihnen zusammen, beobachteten ihre Tage, machten sich Notizen, und das Bild, das sich ergab, war voller Gegensätze zu dem, was erwartet worden war.
Die Frauen der Kung sammelten 2 bis 3 Tage pro Woche. Die restlichen Tage Ruhe, Zeit mit den Kindern, Sitzen am Feuer. Die Männer jagten ja, aber nicht jede Jagd war erfolgreich. Nach einer erfolglosen Jagd zurückzukehren und sich hinzulegen war völlig normal. Niemand schämte sich dafür. Niemand sagte, du warst heute unproduktiv. Ein Anthropologe fragte einen der Ältesten der Kung, warum wechselt ihr nicht zur Landwirtschaft? Warum sät ihr keine Samen? Der alte Mann war zunächst überrascht. Dann schaute er sich um. Dann antwortete er, es gibt Mongongo-Nüsse. Warum sollten wir uns die Mühe machen? Lies diese Antwort und denk mal nach. Denn in dieser Antwort steckt das, womit der moderne Mensch am meisten Schwierigkeiten hat. Genügsamkeit. Nicht mehr wollen. Mit dem, was man hat, vollkommen zufrieden zu sein, wenn es für den Moment reicht. Und was war mit der restlichen Zeit? Wie wurden diese freien Stunden wirklich verbracht? Schlaf. Viel mehr Schlaf. Studien zeigen, dass Jäger und Sammler durchschnittlich 7 bis 8 Stunden pro Tag schliefen. Aber dazu noch ein kurzer Mittagsschlaf. Ein Ruhezyklus, der dem natürlichen Rhythmus des Körpers entsprach, bei dem niemand einen Wecker stellte und niemand faul sagte. Es gab Musik. Es gab Gesang. Es gab Tanz. Ethnografische Aufzeichnungen zeigen das deutlich. Gruppen, die sich ums Feuer versammelten, sangen stundenlang. Sie benutzten Rhythmusinstrumente, sie erzählten Geschichten. Sie spielten nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Kunst, Musik, Geschichtenspiel. Wir bezeichnen diese Dinge normalerweise als Freizeitaktivitäten. Aber für die Jäger und Sammler waren das keine Freizeitaktivitäten. Das war das Leben selbst. Wenn diese Menschen weniger Arbeit täten und mehr ruhten, weniger Stress hatten, ihre Tage mit Gesang, Geschichten und Spiel füllten. Warum wechselten sie dann zur Landwirtschaft? Die Erfindung der Landwirtschaft wird in Schulbüchern immer wie ein Triumph erzählt. Die Menschheit nutzte endlich ihren Verstand. Sie lernte, Samen zu säen. Sie zähmte Tiere, sie wurde sesshaft. Dörfer wurden gegründet, Städte wuchsen, die Zivilisation entstand. Und hier sind wir, eine evolutionäre Erfolgsgeschichte, eine schöne Erzählung, mit nur einem Problem. Die Knochen sagen etwas anderes. Archäologen bemerkten über Jahrzehnte etwas. Als sie die Skelette aus der Übergangszeit zur Landwirtschaft untersuchten, sahen sie nicht das erwartete Bild. Statt gesünderer Menschen fanden sie kränkere Menschen. Die Knochen der vorlandwirtschaftlichen Jäger und Sammler waren kräftig, sie waren groß. Zahnfäule war selten. Nach dem Übergang zur Landwirtschaft, die Knochen wurden schwächer, die Körpergröße nahm ab, Zahnprobleme explodierten, Eisenmangel verbreitete sich. Bei Kinderskeletten wurden Wachstumsstillstände festgestellt. Das war kein Zufall. Jäger und Sammler aßen Dutzende verschiedener Pflanzen und Tiere. Ihre Ernährung war vielfältig und ausgewogen. Die Gemeinschaften, die zur Landwirtschaft übergingen, wurden von einigen wenigen Grundgetreiden abhängig. Weizen, Gerste, Reis. Und das beschränkte sich nicht nur auf die Ernährung. Das sesshafte Leben brachte Menschen zusammen. Dörfer wuchsen. Und je mehr Menschen zusammenlebten, desto mehr lebten auch die Krankheiten zusammen. Pest, Pocken, Cholera. Ein Großteil davon war das Produkt der dicht besiedelten Gebiete, die mit der Landwirtschaft kamen. Dazu kamen noch die Zoonosen, die von domestizierten Tieren auf Menschen übergingen. Aber warum hörten die Menschen dabei nicht auf? Der Übergang zur Landwirtschaft war höchstwahrscheinlich keine Wahl. Es war eine Notwendigkeit. Das Klima veränderte sich. Mit dem Ende der Eiszeit verwandelten sich die Ökosysteme. Die großen Jagdtiere verschwanden. Die Mammuts verschwanden. Die Riesenfaultiere verschwanden. Die Höhlenlöwen verschwanden. Die großen Proteinquellen, auf die Jäger und Sammler seit Jahrtausenden angewiesen waren, verschwanden eine nach der anderen in der Geschichte. Gleichzeitig wuchs die menschliche Bevölkerung, wenn auch langsam. Mehr Münder, weniger Beute. Die Gleichung wurde immer schlechter. Die Landwirtschaft tauchte an diesem Punkt nicht als Lösung auf, sondern als Ausweg. Vielleicht aus Verzweiflung. Eine Gruppe blieb eine Saison lang an derselben Stelle. Einige der gefallenen Samen keimten im Frühling. Das war keine bewusste Revolution. Es war ein kleiner, unsichtbarer, langsamer Übergang.
Aber die Folgen waren eine Revolution. Mit der Landwirtschaft begann die Menschheit zum ersten Mal wirklich zu arbeiten, den Acker pflügen, Samen säen, Samennässern, Unkraut jäten, einlagern, schützen, wiedersäen. Der Kreislauf begann. Und einmal begonnen, war es nicht mehr möglich aufzuhören, denn die Landwirtschaft war nicht nur eine Produktionsform. Die Landwirtschaft band den Menschen an die Erde, und der Mensch, der an die Erde gebunden war, konnte sich nicht mehr frei bewegen. Er konnte seine Arbeit nicht mehr in 3 oder 4 Stunden erledigen und sich ans Feuer setzen. Das Feld wartete. Das Feld wartete immer. Aber jetzt warte mal kurz. Denn es gibt hier noch etwas, das nicht erzählt wird. Wir kehren zur Frage zurück, was in diesen leeren Stunden getan wurde. Und die Antwort führt uns an einen viel seltsameren, viel tieferen Ort, als wir dachten. Bisher haben wir darüber gesprochen. Jäger und Sammler arbeiteten wenig. Sie ruhten sich aus. Sie sangen. Sie schliefen. Sie erzählten Geschichten. Das klingt schön, sogar ein bisschen romantisch. Aber hier muss man wirklich innehalten und nachdenken. Denn in diesen leeren Stunden steckt etwas, das du nicht erwartet hättest: Stress. Das Leben der Jäger und Sammler war kein stressfreies Leben. Im Gegenteil, es enthielt in mancher Hinsicht eine Form von Angst, die sich der moderne Mensch kaum vorstellen kann. Du wachst morgens auf. Gibt es heute Essen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das gestern gejagte Tier ist aufgebraucht. Die Mongongo-Nüsse wachsen in dieser Saison hier nicht. Die Gruppe besteht aus 15 Personen. 15 Personen müssen satt werden. Und kein Lager, kein Vorrat, keine Garantie. Diese Ungewissheit war immer da, wie ein chronisches Hintergrundrauschen. Wir versuchen, die Zukunft zu kontrollieren. Wir planen. Wir schließen Versicherungen ab. Wir eröffnen Sparkonten. Die Jäger und Sammler taten genau das Gegenteil. Sie versuchten nicht, die Zukunft zu kontrollieren. Stattdessen konzentrierten sie sich auf den gegenwärtigen Moment, ein radikales Jetzt-Bewusstsein. Ich weiß nicht, was morgen passiert, aber gerade jetzt gibt es Sonne, Feuer und Menschen neben mir. Psychologen nennen das heute etwas anderes. Aber die Jäger und Sammler hatten das nicht als Technik erlernt. Es war ihre Überlebensstrategie, denn diese Stunden waren wirklich nicht leer. Ein Großteil dieser Stunden war mit sozialen Beziehungen gefüllt. Jäger- und Sammlergruppen waren klein, normalerweise zwischen 15 und 50 Personen. Diese Menschen kannten sich sehr gut. Die Beziehungen zwischen ihnen standen im Mittelpunkt des Überlebens. Wer war vertrauenswürdig? Wer teilte? Wer trug die Last? Wer wich ihr aus? Die Antworten auf diese Fragen zu kennen war keine abstrakte soziale Fähigkeit. Es war eine Frage von Leben und Tod. Es wurde getratscht. Und ich sage das nicht abwertend. Der Primatologe Robin Dunbar argumentierte, dass der grundlegende Grund für die Evolution der menschlichen Sprache das Tratschen war. Darüber zu sprechen, was andere taten, wer vertrauenswürdig war und wer was dachte, war ein Mechanismus, der die innere Ordnung der Gruppe aufrechterhalten hat. Diese Gespräche am Feuer waren also keine Freizeitbeschäftigung, es war ein Eite der sozialen Software. Aber es gibt hier noch etwas viel Seltsameres. Etwas anderes, das in diesen Stunden getan wurde, überrascht den modernen Menschen wirklich. Nichts tun, sich hinlegen, den Himmel anschauen. Denken, aber nicht zielgerichtetes Denken. Einfach nur sein. Wir haben dafür heute einen besonderen Namen. Mindfulness, Meditation, Achtsamkeit. Bücher wurden geschrieben, Apps wurden entwickelt, Kurse wurden eröffnet. Dafür wird Geld bezahlt. Für die Jäger und Sammler war das der gewöhnliche Stoff des Lebens. Wenn dieses Leben so ausgewogen, so menschlich, so im Einklang mit der Natur war, wo haben wir dann falsch gemacht? Geschichtsbücher erzählen die Zivilisation als eine Linie, primitiver Anfang, dann Landwirtschaft, dann Städte, dann Schrift, dann Wissenschaft, dann Industrie, dann wir. Und diese Linie geht immer nach oben, immer Fortschritt, immer besser. Aber auf dieser Linie gibt es eine Frage, die nie gestellt wird. Besser. Für wen? Als in Mesopotamien die ersten großen Ackerbauzivilisationen entstanden, tauchte zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Folgendes auf: Überschussproduktion. Also mehr zu produzieren, als man braucht, einzulagern, anzuhäufen. Das klingt nach einer kleinen Veränderung.
Aber die Folgen verwandelten die Biologie und Psychologie der Menschheit von Grund auf. Denn das Angehäufte musste geschützt werden. Es brauchte Menschen, die es schützten. Es brauchte Menschen, die die Schützenden leiteten. Es brauchte Systeme, die die Leitenden legitimierten. Und plötzlich entstand etwas, das es vorher nie gegeben hatte. Hierarchie. In Jäger- und Sammlergruppen gab es Hierarchie, aber sie war nicht starr. Wenn Anführer anfing, schlechte Entscheidungen zu treffen, ignorierte die Gruppe ihn einfach. Wenn ein Jäger zu egoistisch handelte, wurde er von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Macht häufte sich nicht an, sie verteilte sich. Mit der Landwirtschaft begann sich Macht anzuhäufen. Und je mehr Macht sich anhäufte, desto mehr veränderte sich auch der Umgang mit der Zeit. In der Welt der Jäger und Sammler war die Zeit gleichmäßig verteilt. Alle arbeiteten wenig, alle ruhten viel. In der Agrargesellschaft hingegen war Zeit nun eine Ressource. Und wie jede Ressource wurde sie ungleich verteilt. Denk an die Pyramiden. Die Menschen, die sie bauten, gingen im Morgenlicht aufs Feld und kehrten der Abenddunkelheit zurück. Oben war der Pharao. Und die Zeit des Pharaos sah völlig anders aus. Dieses Bild wurde im Laufe der Geschichte immer wieder gezeichnet. In Rom, im mittelalterlichen Europa, im Osmanischen Reich. In jeder großen Zivilisation bestimmte die Nutzung der Zeit die Klasse. Die industrielle Revolution. Ende des 18. Jahrhunderts geschah zunächst in England, dann in ganz Europa etwas. Menschen strömten von den Dörfern in die Städte. Fabriken wurden eröffnet. Und zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wurden Arbeitsstunden zahlenmäßig festgelegt. 14 Stunden, 16 Stunden, manchmal mehr, pro Tag, einschließlich Kinder. Das änderte sich, Arbeiter kämpften, Gewerkschaften wurden gegründet, Gesetze wurden erlassen. Und langsam sanken die Arbeitsstunden, von 16 auf 14, von 14 auf 12, von 12 auf 8. Und in den 1930er Jahren machte der Ökonom John Maynard Keynes eine Vorhersage. Er sagte, dass es ausreichen würde, wenn Menschen 15 Stunden pro Woche arbeiten würden, wenn die Technologie voranschreite. Sie wüssten vielleicht nicht, was sie mit der restlichen Zeit anfangen sollen, fügte er hinzu, aber sie müssten nicht arbeiten. Keynes war ein äußerst intelligenter Mensch, und mit dieser Vorhersage er äußerst falsch. Die Technologie schritt voran, die Produktivität stieg. Ein Mensch kann heute die Arbeit von 10 Menschen aus dem Jahr 1930 erledigen, aber die Arbeitsstunden sanken nicht auf 15. Warum? Keynes hatte eine Sache nicht berücksichtigt: das Wachstum der Bedürfnisse. Was stand 1930 auf der Bedarfsliste einer durchschnittlichen europäischen Familie? Essen, Kleidung, ein Dach, vielleicht ein Fahrrad. Wenn das erfüllt war, reicht es. Mehr war Luxus. Schau dir heute dieselbe Liste an. Essen, Kleidung, Telefon, Internet, Auto, Versicherung, Schulkosten des Kindes, Urlaub, Altersvorsorge und zusätzlich zu all dem Dutzende von Gegenständen, die ständig erneuert, ständig aktualisiert und ständig als veraltet bezeichnet werden. Die Bedürfnisse wuchsen. Und als die Bedürfnisse wuchsen, musste mehr gearbeitet werden. Ein Großteil dieser Bedürfnisse waren keine echten Bedürfnisse. In den 1950er Jahren reifte in Amerika die Werbeindustrie, und sie entdeckte eine sehr wichtige Wahrheit. Es war schwer, Menschen Dinge zu verkaufen, die sie brauchten, aber es war möglich, Menschen Dinge, die sie nicht brauchten, wie Bedürfnisse fühlen zu lassen. Die glückliche Hausfrau sah mit der Spülmaschine glücklich aus. Der erfolgreiche Geschäftsmann sah mit dem Auto erfolgreich aus. Die schöne Frau sah mit dem Parfüm schön aus. Produkte verkauften keine Funktion mehr, sie verkauften Identität. Um Identität zu kaufen, brauchte man Geld. Für Geld musste man arbeiten. Woher kam diese Zeit? Von den Stunden, die der Jäger und Sammler am Feuer verbracht hatte. Langsam, unmerklich verwandelten sich diese Stunden in Arbeit, in Überstunden, in einen zweiten Job, in Meetings, die sich bis ins Wochenende zogen. Der moderne Mensch tut etwas, das kein Lebewesen in der Geschichte je getan hat. Er arbeitet viel mehr, als zum Überleben nötig wäre. Ein Löwe legt sich hin, wenn er satt ist. Ein Baum zieht so viel Wasser, wie er braucht. Ein Bienenvolk produziert genug Honig für den Winter und hört dann auf. Nur der moderne Mensch geht weit über das Ausreichende hinaus. Aber warum?
Ein Teil der Antwort ist wirtschaftlich. Das System ist so aufgebaut. Damit du aufhören kannst, müsste auch das System aufhören. Aber ein anderer Teil der Antwort ist viel persönlicher. Denn wir haben gelernt, uns vor der Leere zu fürchten. Diese Stunden am Feuer, diese Momente des einfachen Liegens und Himmelsschauens ohne irgendetwas zu tun, fühlen sich für uns heute unangenehm an. Wir greifen nach unserem Telefon. Wir schauen etwas. Wir scrollen durch etwas. Wir versuchen, die Stille zu füllen. Denn in der Stille taucht diese Frage auf. Was will ich wirklich? Und diese Frage ist vielleicht die gefährlichste Frage in all dieser Geschichte. Wofür lebt der Mensch? Das klingt wie eine philosophische Frage. Aber eigentlich ist es eine biologische Frage. Die Evolution formte den Menschen für Folgendes: mit einer kleinen Gruppe zusammen zu bewegen, den Körper zu benutzen, mit der Natur in Kontakt zu sein, bedeutungsvolle Geschichten zu erzählen und hin und wieder wirklich auszuruhen. Wie viel von dieser Liste tun wir heute noch? Mehr als 60% der Teilnehmer fanden ihre Arbeit nicht bedeutsam. Sie fanden sie nicht nur langweilig, sie fanden sie bedeutungslos. Der Soziologe David Graeber gab dem einen Namen: Bullshit-Jobs. Berichte werden erstellt, aber niemand liest sie. Meetings werden abgehalten, aber keine Entscheidungen werden getroffen. Formulare werden ausgefüllt, aber sie gehen nirgendwo hin. Und ein Großteil der Menschen, die diese Jobs machen, weiß das im Inneren. Vergleiche das jetzt mit der Antwort des Kung-Ältesten. Es gibt Mongongo-Nüsse. Warum sollten wir uns die Mühe machen? Dieser Mann tat nichts Bedeutungsloses. Alles, was er tat, hatte eine direkte Entsprechung in seinem Leben. Das Tier, das er jagte, wurde abends gegessen. Die Pflanze, die er sammelte, wurde zur Medizin. Das Feuer, das er entzündete, wärmte die Gruppe. Die Geschichte, die er erzählte, setzte sich im Geist eines Kindes fest. Bedeutung war kein abstraktes Konzept. Sie war konkret, sie war greifbar. Wir hingegen haben die Suche nach Bedeutung aus der Arbeit ausgelagert. Wir suchen sie in unseren Hobbys, in unserem Urlaub, an den Wochenenden. Als ob wir 5 Wochentage bedeutungslos verbringen und Samstag und Sonntag unser echtes Leben wären. Aber wenn 5 von 7 Tagen bedeutungslos vergehen, ist das dann ein Leben? Und genau hier können wir die alte Frage mit neuen Augen betrachten. Was haben die ersten Menschen den ganzen Tag gemacht? Die eigentliche Frage lautet: Was haben die ersten Menschen den ganzen Tag gemacht, wofür wir jetzt Geld bezahlen? Meditationssubs, Naturwandertouren, Kurse für soziale Verbindung, Storytelling-Workshops, Spieltherapie, Schlafberatung. Das alles sind Dinge, die Jäger und Sammler kostenlos, natürlich und täglich taten. Wir haben sie verloren. Dann begannen wir, Geld zu zahlen, um sie zurückzubekommen. Jahrtausende lang strebte die Menschheit danach, mehr zu arbeiten, mehr zu produzieren, mehr anzuhäufen. Sie gründete Zivilisationen, sie baute Städte, sie betrieb Fabriken, sie entwickelte Technologie. Und was vermissen wir am meisten am Ende all dieser Reise? Am Feuer zu sitzen, ohne irgendwo hin zu müssen, mit den Menschen, die wir lieben. Für diesen Moment gibt es heute einen Namen: Luxus. Dabei war es einst einfach nur Leben. Stell dir ein Feuer vor. Ein Feuer, das nachts im Freien brennt. Menschen sitzen drumherum, niemand muss irgendwo hin. Niemand schaut auf sein Telefon. Diese Szene war vor 100.000 Jahren genauso. Vor 50.000 Jahren auch. Vor 10.000 Jahren auch. Und gerade jetzt sitzt irgendwo auf der Welt jemand an einem Lagerfeuer und erlebt diese Szene. Und höchstwahrscheinlich denkt er: Wenn es doch immer so wäre. Warum ist dieser Gedanke so universell? Vielleicht weil tief in unserem Gehirn, unter all diesen Schichten der Zivilisation, noch immer dieser Mensch am Feuer lebt. Noch immer dieser Mensch, der mit Mongongo-Nüssen zufrieden ist, der in den Himmel schaut und an nichts denkt, der mitten in einer Geschichte einschläft. Wir nennen ihn faul. Vielleicht schaut er uns neugierig an. Vielleicht stellt er sich selbst diese Frage: Was finden diese Menschen, indem sie den ganzen Tag so rennen? Und ehrlich gesagt weiß niemand die Antwort auf diese Frage genau. Aber das wissen wir. Mehr als 90% der Menschheitsgeschichte wurde mit Dingen verbracht, die wir heute als Luxus betrachten: sich ausruhen, spielen, reden, schlafen, einfach sein.
Nicht arbeiten, einfach sein. Und das ist vielleicht die wichtigste Frage, die wir uns nie gestellt haben. Wann existieren wir wirklich?